herzlich willkommen zu den Vorführungen auf der Hochspannungsanlage. Unsere Vorführungen hier auf der Hochspannungsanlage sind die meistbesuchtesten hier im Deutschen Museum. Wir zeigen Ihnen einen Durchschlag durch die Luft, eine Gleitentladung, den Versuch mit dem faradayischen Käfig, verschiedene Transformatoren und künstliche Blitze. Unsere Vorführungen sind in Deutschland einzigartig. Sie können sie also nur hier im Deutschen Museum sehen bzw. erleben. Allerdings sind unsere Versuche teilweise auch sehr lautstark. Also halten Sie sich bitte vorsichtshalber die Ohren zu, vor allen Dingen die Kinder bzw. die Jugendlichen. Personen mit Herzschrittmachern raten wir an der Teilnahme dieser Vorführung ab, bzw. sie erfolgt auf eigene Gefahr. Wenn Sie jetzt gleich einmal nach oben sehen, oberhalb der Glasplatte befinden sich zwei Spitzen im Abstand von 80 cm. Da zeigen wir Ihnen im ersten Versuch einen Durchschlag durch die Luft, ausgehend von der kleinen Spitze über der Glasplatte auf die gegenüberliegende, bei einer Wechselspannung von 280.000 Volt. Wir werden dazu die Spannung langsam steigern, bis der Überschlag erfolgt. Mit zunehmender Spannung können Sie an der kleinen Spitze über der Glasplatte ein bläuliches Sprühen erkennen. Hier tritt die Elektrizität unmittelbar in die Luft aus. Das ist dies eine sogenannte Corona. Im zweiten Versuch zeigen wir Ihnen eine Gleitentladung bei einer Spannung von 160.000 Volt. Wir verringern dazu den Spitzenabstand auf 15 cm und fahren eine Glasplatte als Isolator dazwischen. Die Entladung geht noch nicht durch die Glasplatte hindurch, sondern sehr effektvoll, aber auch mit sehr lautem Geräusch über sie hinweg. Achtung! Damit Gleitentladungen an Isolatoren verhindert werden, macht man den Isolierweg möglichst lange, indem man den Isolierkörper mit mehreren Rippen versieht. So wie Sie es auch bei den Isolatoren auf unserer Anlage sehen können. Die nun nach unten fahrende Kugel ist vollkommen aus Metall, das ist der faradayische Käfig. Und als Beweis dafür, dass sich innerhalb eines metallisch umschlossenen Raumes keinerlei elektrische Ladung befindet, wenn an diesem eine Spannung anliegt, wird dann gleich mein Kollege in dieser Kugel Platz nehmen und ich werde dann eine Spannung von ca. 220.000 Volt an diese Kugel anlegen. Der Versuch mit dem faradayischen Käfig wurde erstmals von Michael Faraday 1835 durchgeführt. Allerdings machte er nicht sofort den ersten Selbstversuch. Erst machte er den Versuch mit seinen Haustieren, dann mit seinem Diener und dann erfolgte erst der erste Selbstversuch. Der faradayische Käfig hatte im historischen Versuch allerdings nicht die Form einer Kugel, sondern die eines Würfels. Sie haben gesehen, die Kugel ist vollkommen aus Metall, es ist innen nichts isoliert. Die Stromzuführung erfolgt von unten nach oben über die flexible Zuleitung. Und als Beweis dafür, dass diese hohe Spannung von 220.000 Volt über den faradayischen Käfig fließt, können Sie während des Versuchs oberhalb zwischen diesen beiden Messingkugeln einen stehenden Überschlag beobachten. Der Kollege kann während des Versuchs auch die Kugel von innen berühren, ohne dass ihm irgendetwas geschieht.
Wie Sie sehen, ist dem Kollegen nichts geschehen. Das kommt daher, dass sich die ganze Spannung auf der Oberfläche der Kugel befindet und dort ein elektrisches Feld bildet. Durch die metallische Abschirmung jedoch bleibt der Innenraum der Kugel völlig feldfrei. Eine Person kann sich in der Kugel aufhalten. Das Prinzip des Faradayschen Käfigs haben wir zum Beispiel auch beim Auto. Darin sind Sie dann bei Gewitter vor direktem Blitzschlag sehr sicher. Neben dem Faradayschen Käfig, der nun wieder nach oben fährt, sehen Sie einen Transformator mit V-förmig angeordneten Kupferelektroden. Es ist ein Hörnertransformator. Wir zeigen Ihnen mit dem Hörnertransformator spannungsstarke Lichtbögen, wie sie zum Beispiel an einem Hörnerüberspannungsableiter entstehen. Dazu wird der Hörnertransformator an die beiden Kupferelektroden eine Spannung von 50.000 Volt abgeben. An der engsten Stelle entsteht ein Überschlag bzw. ein Lichtbogen, der dann von Wärme und dynamischen Kräften getrieben nach oben wandert, bis der Luftwiderstand so groß wird, dass er zum Abreißen kommt. Solange der Transformator unter Spannung steht, erfolgt automatisch immer wieder eine neue Zündung. In den nächsten Versuchen zeigen wir Ihnen nun künstliche Blitze und deren Einwirkung auf verschieden geerdete Blitzableiter. Wir erzeugen diese Blitze, oder genauer gesagt Stoßspannungen, mit dem Stoßgenerator. Der Stoßgenerator ist dieser große farbige Turm, bei dem jetzt das rote Licht aufleuchtet. Unser Stoßgenerator besteht aus 12 Kondensatoreinheiten, die parallel mit maximal 100.000 Volt aufgeladen werden. Die Entladung erfolgt dann seriell, wobei eine maximale Blitzstoßspannung von 1,2 Millionen Volt und eine Stromstärke von 3000 Ampere erreicht wird. Im ersten Blitzversuch zeigen wir Ihnen eine Entladung in den gut geerdeten Blitzableiter der Kirche auf dem Modelltisch. Der Versuch zeigt Ihnen, dass erhöhte Punkte mit gutem Mehrpotential bevorzugte Einschlagstellen des Blitzes sind. Ein gut geerdeter Blitzableiter besteht aus 3 Teilen: der Fangstange, das ist also die Spitze oben am Gebäude, einer Ableitung und einer sogenannten Ringerdung. Eine Ringerdung ist ein Metallband, das ringförmig und das zu schützende Objekt geführt ist. Das daneben stehende Haus ist aber durch einen sehr gut geerdeten Blitzableiter geschützt. In diesem erfolgt nun der nächste Einschlag, obwohl die Kirchturmspitze immer noch den höchsten Punkt auf unserem Modelltisch darstellt. Wenn der Blitzableiter eines Hauses schlecht geerdet ist, sich im Inneren des Hauses aber eine gute Erde befindet, dann kann es vorkommen, dass der Blitz zwar in den Blitzableiter einschlägt, aber dann im Inneren des Hauses ein Überschlag auf die gute Erde erfolgt, zum Beispiel auf eine Wasserleitung. Sollten sich dann im Überschlagsweg oder in mittelbarer Nähe leicht brennbare Gegenstände befinden, können diese zur Entzündung gebracht werden und es kann sein, dass dann im Haus ein Brand ausbricht. Neben den beiden Gebäuden Haus und Kirche sehen Sie eine Freileitung. Das oberste Seil einer Freileitung ist das Blitzschutz- oder Erdungsseil. Es hat die Aufgabe, die stromführenden Leiterseile vor direktem Blitzschlag zu schützen. Die nächste Entladung erfolgt nun in das Erdungs- bzw. Blitzschutzseil der Modellfreileitung. Beim letzten Versuch wollen wir Ihnen nun noch die zerstörerische Wirkung eines Blitzes demonstrieren. Zwar haben Sie sicher schon einmal gesehen, wenn ein Blitz in einen Baum einschlug, dann wurde dieser meistens zersplittert. Das kommt daher, Holz enthält eine gewisse Menge Feuchtigkeit, die durch die hohe Energie des Blitzes schlagartig zum Kochen gebracht wird. Dabei entsteht Dampf und der dabei wiederum entstehende Druck
zersplittert dann meistens das Holz. Das wollen wir Ihnen nun an einem Holzspaltversuch demonstrieren. Inwieweit es allerdings gelingt, wie stark dieser Holzstab zersplittert, hängt sehr von dessen Faserverlauf, also von der Maserung, sowie der inneren Restfeuchtigkeit ab. Ja, damit sind wir am Ende der Vorführung angelangt. Wir bedanken uns für Ihren Besuch, hoffen, dass er Ihnen etwas Freude bereitet hat, würden uns freuen, Sie hier vielleicht einmal wiederzusehen und wir wünschen Ihnen noch weiterhin einen schönen, interessanten Aufenthalt hier im Deutschen Museum. Dankeschön. Wiedersehen.